Welcome to a States padlock. So this little brass padlock was given to me by a buddy of my younger son, and for that reason I'm going to make this video in English and in German. Ja, vielen Dank für das süße kleine Vorhängeschloss. Ist total nett, dass jetzt auch schon die Freunde meiner Kinder Schlösser für mich sammeln. Ein Kumpel von meinem jüngeren Sohn hat mir das geschenkt. Am Anfang war es ziemlich verrostet und total schwergängig, deswegen habe ich WD-40 reingesprüht. Man kann WD-40 schon verwenden, wenn man so ein Schloss mal picken will oder so, aber man sollte es nicht verwenden für Schlösser, auf die man sich wirklich verlässt oder verlassen möchte, weil es nach einer Zeit austrocknet und so eine Schicht hinterlässt, die dann die einzelnen Teile wieder relativ schwergängig macht. So you can use WD-40 on locks which you quickly want to make free again for a quick success, but on a long term this will dry out in the lock and leave a layer which makes the parts move very hard again. So for locks that really rely on, there are better methods to make it run smooth on a long-term basis. But for picking it's quite appropriate, and that's what we're going to do with this lock. We just want to pick it. Ja, wollen wir es picken? Dafür braucht man einen Spanner, das ist einer, den ich mir gekauft habe. Und man braucht einen Haken, das ist einer, den ich mir selber gemacht habe. Von einem Scheibenwischerblatt, das Metall, was da drin ist so Federstahl. Da lassen sich ziemlich gute Picks draus machen. So for picking locks you need a tension wrench and a pick. That's a hook that I made myself from my windshield wiper insert. And that's a tension bar from Sparrows. Not from Sparrows, from Peterson. So with the tension bar you apply tension on the plug, like so. Also mit dem Spanner dreht man den Kern. Und mit dem Haken versucht man die Pins zu setzen. So, apply tension on the plug. And I zoom in a little bit. Yeah, and with the hook you try to set the pins. Try to feel the pins that are binding. Also durch das Drehen am Kern verursacht man die Pins, die Stifte dazu zu binden, fest zu werden, die dran sind. Und die versucht man mit dem Pick zu finden. Alles ein bisschen eng hier in dem Schlüsselloch. Versuch's nochmal. Okay, und offen. Ja, ist nicht besonders schwierig. Der Schlüsselloch ist ziemlich weit offen, wie man sieht. Und die Toleranzen sind extrem schlecht in dem Schloss. Also ziemlich mieses Schloss. So the tolerances are pretty bad in this lock and the keyway is wide open, so it's pretty easy to pick. But there is even a more fancy way to open this lock. I found this rake. Usually you use this rake for brushing over the pins, but you can also use this as a key, because that's kind of a bitting. So es schaut ein bisschen aus wie das Profil von einem Schlüssel und zufällig passt das Profil von dem Rake hier genau zu dem, was der Schlüssel, wie der Schlüssel wahrscheinlich ausschaut. Und wenn man das hier ein bisschen hin und her bewegt, findet man die richtige Stelle, hoffentlich. Und das Schloss öffnet sich. So, that was fun. But now I'm going to take this lock apart and we can look inside. Ja, also, das war schon ganz lustig, aber jetzt möchte ich es aufmachen und dann können wir uns anschauen, wie das innen ausschaut. Da ist so eine Platte, wenn man das sieht, so eine Platte eingesetzt, die alle Teile zusammenhält. Also wenn man die wegmacht, dann sollten alle Pins rauskommen. Yeah, so I'm going to clamp this in a vise and then we will open it up and look at the guts. Just hold on. Okay, im Schraubstock eingespannt, so it's clamped in a vise and I hope I can get this plate out. Let's see. Okay, Plate is off. Also diese Platte da ist jetzt weg. Und jetzt können wir sehen, wie es da drunter ausschaut. Remove it from the vise. Get it out of here. Okay.
So, also, können wir mal reinschauen. Was man hier sieht, sind die 4 Kammern mit den Federn oben und ein Stückchen vom Bügel. So that's the 4 springs in the 4 chambers, and we can dump them out. Very, very long springs, and here are all the pins, and now everything is empty. Alright, so now here we can see all the pieces that were previously in the lock housing, and I'm going to quickly go through the individual parts and explain what they are doing. Jetzt habe ich es also endlich geschafft, die ganzen Teile aus diesem Gehäuse rauszukriegen. Die liegen jetzt hier außen rum. Ich will mal kurz erklären, was diese im Einzelnen machen. So, let's start with that piece here. That's the shackle. Das ist der Bügel. And this little piece here broke off when I pulled it out. That's the shackle spring. That's attached, or that's connected to the shackle here on this side. And on that lock here, this side is not locked up. It's only locked on this end here. Also das ist die Feder, die mit dem Bügel verbunden ist, und das geht alles hier in dieses Loch rein. It all goes in that chamber here. And the shackle spring is for pushing out the shackle when the lock is opened. Also diese Bügelfeder, die dient dazu, dass der Bügel halt immer unter Spannung ist, und wenn das Schloss geöffnet wird, dann springt ja der Bügel automatisch hoch, und das ist die Aufgabe von dieser Feder. Diese Seite hier, die geht eben komplett hier in diese Kammer rein. So the other side is for locking up the shackle, and we can see that there is a groove, and in this groove goes this locking pole in like so. Also das ist die Seite, die man eigentlich absperrt oder die abgesperrt wird. Dieses Teil hier hat eben diese Form, diese abgeflachte Form, abgeschrägte Form, und das geht ihr genau in diese Aussparung von dem Bügel rein. Und normalerweise, wenn das Schloss eben abgesperrt ist, dann drückt diese Feder hier gegen dieses Teil hier und verhindert, dass das wieder raus kann, und somit ist das Schloss abgesperrt. So in a locked up state, this spring here pushes against the locking pole, which then secures the lock or secures the shackle from coming out. And when you open up the lock, this piece here is retracted, and then by the force, by the power of the shackle spring, the shackle pops out automatically. Also wenn man das Schloss öffnet, dann wird dieses Teil hier zurückgezogen gegen die Federspannung, und diese Feder führt dann dazu, dass der Bügel automatisch nach oben springt. Alright, so let's move on to the other parts that are down here and on the left hand side. Also mal kurz die anderen Teile anschauen. Das hier ist also der Kern mit den 3 Löchern für die Pins und der Aussparung für den Rückhaltestift. So we have the plug with the 3 holes for the usual pins that interact with the key. Also diese 3 Löcher für die Pins, das sind die Pins, die mit dem Schlüssel interagieren. Und das hier hinten, das ist die Kerbe für den Rückhaltestift, damit der Kern nicht rausgezogen werden kann, wenn das Schloss geöffnet wird. So, that's the retaining pin, also das ist der Rückhaltestift, und der geht eben hier in diese Kerbe rein. So that causes the plug to rotate, but so you cannot pull it out. Man kann den Kern eben drehen, aber eben nicht rausziehen, weil der Stift es eben hier verhindert. And these are the pins that interact with these 3 pins interact with the key, and these 3 pins are the driver pins that secure the plug
in a locked up state. Also das sind die 3 Schlüsselpins, die mit dem Schlüssel eben in Berührung kommen, und diese 3 sind die Zuhaltestifte, die verhindern, dass der Kern sich dreht, wenn man nicht den richtigen Schlüssel drin hat. Yeah, these are the springs that apply pressure to the pins, and that's just the plate that was on top of here to get everything secured. Also das war diese Platte, die hier oben drauf war, damit alles schön zusammen bleibt. There's still one interesting note. Es gibt noch eine Sache zu bemerken, ganz interessantes. Man sieht hier diese Kammer, die für nichts gut ist. So that's good for nothing. It's just a empty chamber. And I think they made it to save material. Ich glaube wirklich, die haben das da rausgebohrt, um Material zu sparen. To make the lock a little bit cheaper, they save material wherever they can. Also die sparen an jedem Gramm von dem Material, um das Schloss ein bisschen billiger zu machen. Also man sieht es auch hier am Kern. You can also see that here they roughly cut away this part here. It's not crucial for functioning, so they removed it to save a little bit of brass. Alright, so that was the little States padlock donated to the Lock Lab. So thank you very much. Also vielen Dank für die edle Spende. Yeah, and everybody else, thank you very much for watching. Vielen Dank fürs Zuschauen. Happy picking and bye bye. Noch viel Spaß beim Schlösserpicken und pfiat euch!